Hat deine letzte Unternehmensreportage nicht so gut funktioniert, obwohl du bei der Gestaltung mit meinen Tipps gearbeitet hast? Manchmal wollen die Menschen da draußen unsere Inhalte nicht sehen und wir fragen uns warum. Die Antwort kann ganz einfach sein. Vielleicht hast du an der Zielgruppe vorbeigestaltet. Möglicherweise bringt deine Reportage den Menschen, die sie anschauen sollen, einfach keinen Nutzen. Wie du Ziele und Zielgruppen gut erreichst, will ich dir heute verraten. Und am Schluss habe ich ein Angebot für dich. Also, bleib dran! Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Marketing und YouTube-Gestaltung für deinen Unternehmenskanal. Heute zeige ich dir, wie du für deine Unternehmensreportage Zielgruppen definieren und Ziele entwickeln kannst und wie du sogenannte Personas entwickelst. Was ist eigentlich dein Ziel? Was willst du erreichen, wenn du deine Unternehmensreportage produzieren lässt oder auch anderen Content? Das solltest du dir genau überlegen, denn eine gute Strategie führt natürlich auch zu einem guten Ergebnis. Und das Ziel zu definieren ist dabei das Wichtigste. Oder anders gesagt, ohne Ziel ist jede Strategie die richtige. Ziele können sehr unterschiedlich sein. Vielleicht möchtest du Awareness schaffen, also Aufmerksamkeit für ein Thema erzeugen, das dir wichtig ist. Oder du möchtest mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, viele Klicks für deine Unternehmensreportage. Und es ist dir relativ egal, wer sie anschaut. Ein Ziel kann natürlich auch mehr Zufriedenheit bei Kundinnen und Kunden sein, indem du ihre Kaufentscheidung bestätigst oder ihnen mit der Unternehmensreportage, die du produzieren lässt, Service rund ums Produkt bietest. Ein ganz konkretes Ziel könnten qualifizierte Leads für den Verkauf sein oder mehr und bessere Bewerbungen von potenziellen MitarbeiterInnen. Egal, was du für ein Ziel mit deiner Unternehmensreportage oder anderem Content verfolgst, es sollte smart sein, also spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und termingerecht. Diese Smart-Formel kann dir helfen, dein Ziel festzulegen. Spezifisch bedeutet, dass du festlegst, was erwartet wird, wer daran beteiligt ist und wo das Ziel erreicht werden soll, also zum Beispiel in welchem Kanal oder für welche Abteilung. Messbar ist besonders wichtig. Welche Kriterien zeigen dir, ob du erfolgreich warst? Sind es viele Views und die Kommentare oder möchtest du nur einen kleineren Kreis erreichen? Und woher weißt du, ob das gelungen ist? Dein Ziel sollte realistisch sein und damit erreichbar. Auf Englisch attainable. Darum ist es eine Smart- und keine Smart-Formel. Schließlich solltest du noch die Relevanz des Ziels für dein Unternehmen einschätzen. Und das T in Smart steht für termingerecht, also für einen Zeitplan, der funktioniert. Wen möchtest du erreichen? Wer ist deine Unternehmensreportage-Zielgruppe? Wie du das definierst, verrate ich dir jetzt. Früher hat man die Menschen je nach Alter in Zielgruppen eingeteilt, also zum Beispiel die 12- bis 29-Jährigen. Dann wurden Generationen zur Definition herangezogen. Die Generation meiner Eltern sind die sogenannten Boomer. Ich bin Generation X, also irgendwann zwischen 1964 und 1982 geboren. Dann kommen die Millennials, die bis Ende der 90er auf die Welt gekommen sind, und danach die Generation C, geboren zwischen 1997 und 2005. Ich halte von diesen Einteilungen relativ wenig. Nur weil zwei Menschen im gleichen Jahr zur Welt gekommen sind, müssen sie nicht genauso ticken. Oder haben diese beiden viel gemeinsam? Oder diese beiden? Oder die? Ich kenne 70-Jährige, die Musikfestivals organisieren und 20-Jährige, die ausschauen, als würden sie mit der Krawatte um den Hals schlafen. So ist das eben in Zeiten großer Freiheit und Individualität. Darum zeige ich dir, wie du für deine Unternehmensreportage eine sogenannte Persona definieren kannst. Wozu ist eine Persona gut? Stell dir vor, du sprichst mit einem Freund, den du gut kennst. Du weißt, wer denkt, was ihn interessiert und was ihn motiviert. Genau das ermöglicht dir eine Persona. Sie hilft dir, deine Inhalte so zu gestalten, dass sie dein Publikum wie einen guten Freund oder eine gute Freundin ansprechen. Eine gut definierte Persona gibt deiner Reportage die nötige Fokussierung und sorgt dafür, dass dein Publikum nicht nur zuhört, sondern sich auch verstanden fühlt. Denk mal drüber nach. Wie schaut denn dein Lieblingsabonnent oder deine Lieblingsabonnentin auf YouTube aus?
Ist es ein Mann oder eine Frau? Wie alt ist er oder sie? Definiere die Interessen deiner Persona, die Ausbildung, ihre Wünsche und Erwartungen und die Einstellung, die sie zu deinem Produkt oder deiner Dienstleistung hat. Je detaillierter du deine Persona entwirfst, desto besser. Wenn du lebende Vorbilder hast, noch besser. Gib deiner Persona einen Namen. Du kannst auch ein Stockfoto suchen, das ihr entspricht. Jetzt hast du eine Person, bei der du dich fragen kannst: Schaut die meine Unternehmensreportage an? Gefällt sie ihr? Und wenn eine Persona nicht reicht, dann entwirf eine zweite oder eine dritte. Und die sitzen dann bei der Contentplanung mit am Tisch. Fiktiv natürlich. Jetzt denkst du dir sicher, das klingt nach viel Arbeit. Aber keine Angst, wir von News on Video sind hier, um dir zu helfen. Ich habe dir am Ende dieses Videos ein besonderes Angebot für Zuseherinnen und Zuseher versprochen. Wir unterstützen dich bei der Zielgruppenanalyse und bei der Entwicklung einer Persona für deine Unternehmensreportage. Professionell und individuell. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Video wertvolle Tipps mitgenommen, wie du deine Zielgruppe definierst und eine Persona entwickelst, die deine Unternehmensreportage erfolgreich macht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps rund um YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum zu verpassen. Schau dir gleich unser nächstes Video an: Texte schreiben für YouTube-Videos. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg.